Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Max, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über ein glückliches Ereignis in meinem Leben sprechen. Darf ich das mit dir teilen? Natürlich, Anna. Ich höre gerne glückliche Geschichten. Welches Ereignis möchtest du teilen? Ich möchte dir von meiner Geburtstagsfeier im letzten Jahr erzählen. Es war ein sehr glücklicher Tag für mich. Das klingt großartig, Anna. Ich liebe Geburtstagsfeiern. Was hast du an deinem Geburtstag gemacht? Ich wurde letztes Jahr 18. Meine Eltern haben eine große Geburtstagsfeier bei uns zu Hause organisiert. Sie haben viele Freunde und Familienmitglieder eingeladen. Wo? Eine 18. Geburtstagsfeier ist ein ganz besonderes Ereignis. Hattet ihr ein Thema für die Feier? Ja, wir hatten ein buntes Thema. Meine Eltern haben das Haus mit Ballons, Girlanden und Lichtern dekoriert. Es sah sehr festlich aus. Das ist schön. Ich mag Partys, die hell und bunt sind. Wann hat die Feier begonnen? Die Party begann um 16 Uhr. Ich war sehr aufgeregt, als ich all die Dekorationen sah. Meine Freunde kamen kurz darauf. Wer kam zur Feier? Viele meiner Freunde aus der Schule kamen. Auch meine Familienmitglieder waren da, darunter meine Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins. Das muss eine große Feier gewesen sein. Gab es etwas Besonderes zu essen auf der Party? Ja, wir hatten viele leckere Speisen. Meine Mutter hat einen großen Kuchen gebacken und es gab Snacks wie Chips, Sandwiches und Obst. Außerdem hatten wir Getränke wie Saft und Limonade. Ich liebe Geburtstagskuchen. Was für einen Kuchen hattet ihr? Wir hatten einen Schokoladenkuchen mit buntem Zuckerguss. Er war sehr lecker. Ich erinnere mich daran, die Kerzen auszublasen und mir etwas zu wünschen. Das klingt wunderbar. Habt ihr Spiele auf der Feier gespielt? Ja, wir haben mehrere Spiele gespielt. Wir haben Stuhltanz gespielt und einen Tanzwettbewerb veranstaltet. Alle haben gelacht und hatten viel Spaß. Ich mag Spiele auf Partys. Sie machen das Ereignis unterhaltsamer. Hattet ihr Musik auf der Feier? Ja, mein Vater hat einige meiner Lieblingslieder über die Lautsprecher gespielt. Wir haben getanzt und mitgesungen. Es war sehr fröhlich. Tanzen und Singen mit Freunden macht immer Spaß. Was habt ihr auf der Feier noch gemacht? Ich habe nach den Spielen meine Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Ich habe viele wunderbare Geschenke bekommen, wie ein neues Buch, eine Uhr und eine kleine Kamera. Ich war sehr glücklich und dankbar. Das ist schön. Es ist immer toll, Geschenke an deinem Geburtstag zu bekommen. Hast du viele Fotos auf der Feier gemacht? Ja, wir haben jeden Tag viele Fotos gemacht. Meine Cousins und ich haben lustige Selfies gemacht und meine Eltern haben Bilder von der ganzen Familie gemacht. Wir haben viele glückliche Erinnerungen von diesem Tag. Ich schaue mir gerne Fotos von glücklichen Ereignissen an. Sie erinnern mich an schöne Zeiten. Wie hat die Feier geendet? Die Feier endete gegen 20 Uhr. Meine Freunde und Familie haben sich verabschiedet und ich habe jedem für sein Kommen gedankt. Ich fühlte mich sehr geliebt und glücklich. Ich freue mich so, dass du so eine wunderbare Geburtstagsfeier hattest, Anna. Es klingt nach einem perfekten Tag. Ja, es war ein perfekter Tag.
Ich werde meinen 18. Geburtstag immer als einen der glücklichsten Tage meines Lebens in Erinnerung behalten. Vielen Dank, dass du dein glückliches Ereignis mit mir geteilt hast, Anna. Ich habe es genossen, deiner Geschichte zuzuhören. Gern geschehen, Max. Ich freue mich, meine Erinnerungen mit dir zu teilen. Hast du ein glückliches Ereignis in deinem Leben, das du teilen möchtest? Ja, das habe ich. Ich möchte dir von meinem Familientrip zum Strand letzten Sommer erzählen. Es war ein sehr freudiges Erlebnis. Das klingt großartig, Max. Ich liebe Strandausflüge. Bitte erzähl mir mehr darüber. Letzten Sommer sind meine Familie und ich zu einem Strand namens Sunny Beach gefahren. Er ist etwa 2 Stunden von unserem Wohnort entfernt. Wir waren 3 Tage dort. 3 Tage am Strand klingen fantastisch. Was habt ihr am ersten Tag gemacht? Am ersten Tag sind wir morgens am Strand angekommen. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Wir haben unser Zelt aufgestellt und unsere Handtücher auf den Sand gelegt. Ich entspanne mich gerne im Sand, wenn ich zum Strand gehe. Habt ihr im Meer geschwommen? Ja, meine Schwester und ich sind ins Wasser gegangen. Das Wasser war warm und klar. Wir haben im Wasser gespielt und uns gegenseitig nass gespritzt. Meine Eltern haben sich unter einem Sonnenschirm entspannt und Bücher gelesen. Das klingt sehr entspannend. Was habt ihr am Nachmittag gemacht? Am Nachmittag hatten wir ein Picknick. Meine Mutter hat Sandwiches gemacht und wir haben etwas Obst und Saft mitgebracht. Wir haben unser Essen im Sand gegessen und die schöne Aussicht genossen. Ein Picknick am Strand macht immer Spaß. Habt ihr an diesem Tag noch etwas anderes gemacht? Ja, am Abend sind wir am Strand entlang gegangen und haben Muscheln gesammelt. Mein Vater hat viele Fotos vom Sonnenuntergang gemacht. Der Himmel war orange und rosa. Es war sehr schön. Ich liebe Sonnenuntergänge am Strand. Sie sind so friedlich. Was habt ihr am zweiten Tag eures Ausflugs gemacht? Am zweiten Tag sind wir in eine nahegelegene Stadt gegangen, um einen kleinen Markt zu besuchen. Wir haben Souvenirs und lokale Snacks gekauft. Am Nachmittag sind wir zum Strand zurückgekehrt, um zu schwimmen und Spiele zu spielen. Das klingt nach einem unterhaltsamen Tag. Hast du auf dem Markt neues Essen probiert? Ja, ich habe ein lokales Gericht namens Fischtacos probiert. Sie waren sehr lecker. Meine Mutter hat ein handgemachtes Schmuckstück als Souvenir gekauft. Ich probiere gerne neues Essen, wenn ich reise. Welche Spiele habt ihr am Strand gespielt? Wir haben Beachvolleyball gespielt und Sandburgen gebaut. Meine Schwester und ich haben ein freundschaftliches Rennen am Ufer gemacht. Es war sehr unterhaltsam und energisch. Spiele am Strand zu spielen ist eine großartige Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen. Was habt ihr am letzten Tag eures Ausflugs gemacht? Am letzten Tag sind wir früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Es war sehr schön. Danach haben wir gefrühstückt und unsere Sachen gepackt. Den Sonnenaufgang am Strand zu beobachten, muss ein wunderbares Erlebnis gewesen sein. Hast du während deines Ausflugs viele Fotos gemacht? Ja, wir haben jeden Tag viele Fotos gemacht. Mein Vater hat Bilder vom Meer, vom Himmel und von unseren Familienmomenten gemacht. Wir haben auch ein Familienselfie vor unserem Zelt gemacht. Ich liebe Familienfotos. Sie erinnern mich an glückliche Erinnerungen. Wie hast du dich gefühlt, als der Ausflug zu Ende ging? Ich fühlte mich sehr glücklich und entspannt. Ich wollte den Strand nicht verlassen, aber ich war auch aufgeregt, meine Geschichten mit meinen Freunden zu teilen. Ich verstehe dieses Gefühl. Manchmal wünscht man sich, dass ein glücklicher Ausflug länger dauern könnte.
Danke, dass du deinen glücklichen Strandausflug mit mir geteilt hast, Max. Es klingt nach einem wunderbaren Erlebnis. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, meine Erinnerungen mit dir zu teilen. Es ist schön, über glückliche Ereignisse in unserem Leben zu sprechen. Ja, über glückliche Ereignisse zu sprechen, macht mich froh. Es erinnert mich an all die fröhlichen Momente, die ich erlebt habe. Max, was denkst du, macht ein Ereignis wirklich glücklich? Ich denke, ein glückliches Ereignis ist eines, bei dem du mit Menschen zusammen bist, die du liebst, wo es Spaß, Lachen und gute Erinnerungen gibt. Es geht auch darum, für den Moment dankbar zu sein. Ich stimme zu. Glückliche Ereignisse sind oft einfach, aber sehr bedeutungsvoll. Sie bringen uns näher zu unserer Familie und unseren Freunden. Ja, und sie erinnern uns daran, die guten Zeiten im Leben zu schätzen. Ich schaue immer mit einem Lächeln auf meine Geburtstagsfeier und meinen Strandausflug zurück. Sie lassen mich innerlich warm fühlen. Mir geht es genauso. Ich liebe es, mich an diese glücklichen Momente zu erinnern. Es ist wie ein kleiner Schatz in meinem Herzen. Anna, hast du noch andere glückliche Ereignisse, die du teilen möchtest? Nun, ich erinnere mich auch an den Tag, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Es war ein sehr glücklicher und stolzer Moment für mich. Der Abschluss ist ein großes Ereignis. Ich würde gerne mehr darüber hören. An meinem Abschluss trug ich ein schönes Gewand und einen Hut. Ich ging mit meiner Familie in die Aula. Die Aula war mit Blumen und Ballons dekoriert. Das klingt sehr festlich. Was geschah während der Zeremonie? Während der Zeremonie hörten wir Reden von unseren Lehrern und dem Direktor. Dann erhielten wir nacheinander unsere Diplome. Ich fühlte mich sehr stolz, als mein Name aufgerufen wurde. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich du gewesen sein musst. Hat deine Familie nach der Zeremonie gefeiert? Ja, nach der Zeremonie hatten wir eine kleine Feier bei mir zu Hause. Meine Eltern luden einige Familienmitglieder und ein paar enge Freunde ein. Wir hatten Kuchen, Snacks und Getränke. Das klingt nach einer perfekten Feier. Der Abschluss ist ein glückliches Ereignis, weil er einen neuen Anfang markiert. Ja, es war ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich fühlte mich aufgeregt und hoffnungsvoll für die Zukunft. Max, denkst du, sind glückliche Ereignisse wichtig in unserem Leben? Ja, ich glaube, glückliche Ereignisse sind sehr wichtig. Sie geben uns gute Erinnerungen, stärken unsere Beziehungen und erinnern uns an die Freude im Leben. Ich stimme zu. Glückliche Ereignisse helfen uns zu lächeln und positiv zu bleiben, selbst wenn das Leben herausfordernd ist. Genau. Wenn ich an meine Geburtstagsfeier und meinen Strandausflug denke, fühle ich mich dankbar und glücklich. Es ist wie ein kleines Licht in meinem Herzen. Ich fühle mich genauso. Es ist wichtig, glückliche Momente zu feiern und sie mit anderen zu teilen. Ja, das Teilen von glücklichen Erinnerungen macht sie noch besonderer. Ich erzähle meinen Freunden immer von meiner Geburtstagsfeier und meinem Familientrip. Es bringt mich jedes Mal zum Lächeln. Ich teile auch meine glücklichen Geschichten mit meinen Freunden. Es ist schön, über gute Zeiten zu sprechen. Max, danke, dass du heute deine glückliche Geburtstagsfeier mit mir geteilt hast. Und danke, dass du deinen Strandausflug geteilt hast, Anna. Ich habe es genossen, deiner Geschichte zuzuhören. Ich freue mich, dass wir über glückliche Ereignisse sprechen können. Es macht unser Deutschüben unterhaltsam und sinnvoll. Ja, ich lerne immer neue Wörter und Ideen, wenn wir unsere Geschichten teilen. Ich fühle mich sicherer in meinem Deutsch. Ich auch. Deutsch zu üben, indem wir über glückliche Momente sprechen, macht viel Spaß.
Ich hoffe, wir können in Zukunft weitere glückliche Geschichten teilen. Ich stimme zu. Vielleicht können wir das nächste Mal über ein glückliches Familienereignis oder einen lustigen Urlaub sprechen. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Max, bevor wir abschließen, kannst du mir bitte noch einmal sagen, welches glückliche Ereignis du heute geteilt hast? Ja, ich habe von meiner glücklichen Geburtstagsfeier erzählt. Ich wurde letztes Jahr 18 und meine Eltern haben eine große Feier mit Freunden und Familie veranstaltet. Und ich habe von meinem Familientrip nach Sunny Beach erzählt. Wir haben 3 Tage damit verbracht, zu schwimmen, Spiele zu spielen und uns in der Sonne zu entspannen. Beide Ereignisse waren sehr freudig und voller guter Erinnerungen. Ja, das waren sie. Ich fühle mich glücklich, nur darüber zu sprechen. Ich hoffe, unsere Zuhörer genießen auch unsere Geschichten und üben ihr Deutsch mit uns. Ich hoffe es auch. Vielen Dank, dass ihr heute unseren glücklichen Ereignissen zugehört habt. Wir schätzen eure Zeit und euer Interesse sehr. Ja, vielen Dank. Bitte denkt daran, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Deutschgespräche verpasst. Wir freuen uns, unsere Geschichten zu teilen und euch beim Deutschüben zu helfen. Bis zum nächsten Video. Habt einen großartigen Tag. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Abonniere bitte und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.